Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute werfen wir einen Blick auf das einzigartige und vielleicht für manche etwas ungewöhnliche Weihnachtsfest in Kuba. Doch bevor wir in diese festlichen Details eintauchen, denkt daran, dieses Video zu liken und auch meinen Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Jetzt aber lasst uns in die kubanischen Weihnachtswelten eintauchen. Weihnachten als religiöser Feiertag wurde erst 1997 wieder als Feiertag eingeführt, weswegen es keine konkreten Traditionen gibt. Familien kommen zum Essen zusammen, aber auch da gibt es keine sonderlichen Spezialitäten. Einerseits wegen der fehlenden Tradition, andererseits wegen dem herrschenden Mangel. Mittlerweile schmücken einzelne Kubaner auch ihre Häuser und stellen künstliche Weihnachtsbäume auf. Das geschieht aber eher aus, ich sag mal, modernen popkulturellen Gründen. Ich habe die Thematik Weihnachten in Kuba mal in 4 Punkte aufgestellt, die wir uns nun anschauen werden. Tradition und Bräuche, Musik und Tanz, Herausforderungen und Solidarität und Gemeinschaft. In Kuba hat Weihnachten einen ganz eigenen Charme. Anders als in vielen westlichen Ländern steht hier nicht der Konsum im Mittelpunkt. Die Menschen schmücken ihre Häuser zwar, aber es ist nicht mit dem, ich sag mal, überbordenden Lichterglanz zu vergleichen, den wir vielleicht aus anderen Teilen der Welt kennen. Konkrete Weihnachtstraditionen gibt es nicht in Kuba und ja, Silvester ist dann doch eher der Tag, der vollumfänglich gefeiert wird. Nichtsdestotrotz kommen Familien zusammen, um gemeinsam zu essen. Im Regelfall gibt es gegrilltes Schwein mit Congris, Kochbananen und Salat, wobei es natürlich auch in den Familien Unterschiede geben kann. Wenn es um die festliche Stimmung geht, sind die Kubaner unschlagbar. Anstatt stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen, ziehen sie durch die Straßen, begleitet von kubanischen Rhythmen und fröhlichen Tanz. Die Leidenschaft zur Musik und Bewegung wird hier groß geschrieben und das natürlich auch in der Weihnachtszeit. Aber lassen wir uns nicht von der Leichtigkeit täuschen. Weihnachten in Kuba ist nicht nur Rum und Rumba. Die wirtschaftlichen Herausforderungen und Ressourcenknappheiten können die festliche Stimmung trüben. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, kleine Geschenke zu besorgen oder eine festliche Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Zum Beispiel ein Pfund Schweinefleisch kostet aktuell, je nachdem wo in Kuba, auf der Straße 500 Peso. Bedenkt, dass der normale Monatslohn bei 3.000 bis 4.000 Peso liegt, beziehungsweise kubanische Rentner im Regelfall unter 2.000 Peso bekommen. Im Grunde braucht man also einen Monatslohn, wenn man für das Familienessen plant. Und hier reden wir nur vom Fleisch. Kaum vorstellbar, aber so ist es halt aktuell leider in Kuba. In unserer Familie hat man sich schon recht frühzeitig um das Fleisch gekümmert, da die Preise jetzt zu den Feiertagen nochmal weiter angestiegen sind. Trotz aller Schwierigkeiten beeindruckt einen die Solidarität und die starke Gemeinschaft in Kuba. Die Menschen kommen zusammen, teilen, was sie haben und verbreiten Liebe und Freude. Und mal ehrlich, das ist doch eigentlich der wahre Geist von Weihnachten, der uns doch im Allgemeinen in den konsumreichsten Tagen des Jahres oft verloren geht. Und damit schließen wir unsere Reise durch das kubanische Weihnachtsfest ab. Es mag anders sein als das, was man zum Beispiel hier in Deutschland gewohnt ist, aber es ist voller Herzlichkeit und Kreativität. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und auch zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und euch ein frohes Weihnachtsfest, egal wo auf der Welt. Ciao.